Hallo und willkommen. Ich zeige dir in diesem Video, wie du diesen netten bunten Ring knüpfen kannst. Du spannst den ersten 30 cm Faden bei 10 cm oben ein. Der Faden muss zweimal um die Ecke gehen, dass er auch hält. Dann nimmst du deinen 55 cm Faden und knotest ihn bei 35 cm vertikal um deinen ersten eingespannten Faden. Das sieht dann so aus und du kannst ihn nach oben schieben, wenn du alles richtig gemacht hast. Dann nimmst du einen 30 cm Faden, faltest ihn mittig und machst einen doppelten Anker. Der nächste Faden ist der 85er Faden. Der blaue Faden. Du machst einen doppelten Anker. Der obere Faden ist 55 cm lang, der untere 30 cm. So machst du einen doppelten Anker. Kontrollieren, dass auch der lange oben ist. Jetzt kommt der einzelne 30 cm Faden. Wenn ab und zu ein einzelner dabei ist, wirkt der Ring interessanter. Und nochmal einen mittigen 30 cm Faden. Mit doppeltem Anker. Und den letzten 30 cm Faden mittig anknoten mit doppeltem Anker. Und hochschieben. So, wir knoten die zweite Reihe. Wieder 10 cm Platz am Anfang. Und damit es stabiler hält, mache ich noch eine Stecknadel rein. Oder auch zwei. Je stabiler, desto exakter wird's. Ich knote jetzt eine Reihe doppelte Halbschläge oben drüber. Und zwar der letzte Leitfaden, also der Anknotreihe, der wird zu den anderen Knotfäden gelegt. Ich mache eine Schlaufe und lege das Ende in die Schlaufe und ziehe zu. Du musst darauf achten, dass beim Zuziehen dein Faden immer ein bisschen über diese erste Anknotreihe geht, dann bleibt die zweite Reihe dicht bei der ersten. Und
es gibt keinen Spalt dazwischen. Schlaufe legen, das Ende durch die Schlaufe stecken und hochziehen. Schlaufe legen, durchstecken, hochziehen. Beim Hochziehen musst du diesen Leitfaden immer stramm halten. Und immer möglichst dicht an der ersten Reihe bleiben. Als letztes kommt der Leitfaden der vorigen Reihe als Knotfaden, der wird auch noch oben drum geknotet. Erst unten drunter gelegt, dann macht er genauso wie die anderen Knotfäden eine Schlaufe, das Ende durch die Schlaufe stecken und noch einmal. Jeder Faden knotet zweimal. Jetzt könnte man auch eigentlich umstecken und horizontal knoten, geht einfacher vielleicht für euch. Du nimmst diesen ersten Faden, der runterhängt, und machst wieder eine Reihe doppelte Halbschläge. Jetzt den Faden schräg über die ersten beiden Reihen ziehen beim Anziehen und stramm halten. Jetzt habe ich 7 Reihen. Bei der 8. Reihe ist die Besonderheit, dass ich diesen letzten Leitfaden nicht mit anknote. Ich mache also meine 8. Reihe. Nochmal überprüfen, dass auch wirklich die 3 weg sind und nicht nachher aus Versehen abgeschnitten werden. So. Drehst du deine Raute herum, steckst sie fest und knüpfst das Ringband. Du hast hier deine beiden Leitfäden und hier den Knotfaden. Du gehst mit diesem Knotfaden, der nach links zeigt, unten drunter durch und machst jetzt einen doppelten Halbschlag nach rechts. Dazu machst du wieder eine Schlinge und der Knotfaden geht durch die Schlinge nach rechts. Auch die Schlinge muss nach rechts zeigen. Einmal, nochmal eine Schlinge und der Knotfaden geht durch. Zweimal.
Jetzt gehst du wieder unten drunter durch. Das ist der Leitfaden. Der muss straff gehalten werden. Der Knotfaden geht oben drüber in die Schlinge rein, Leitfaden stramm halten und die Schlinge runterrutschen lassen. Noch einmal. Dein Knotfaden zeigt jetzt nach rechts. Jetzt gehst du wieder mit diesem Knotfaden unten drunter durch nach links und machst wieder eine Reihe doppelte Halbschläge nach links. Die Schlinge muss dann auch nach links zeigen. Der Knotfaden zeigt auch nach links. Der Leitfaden wird wieder stramm gehalten. Der Knotfaden geht wieder unten drunter durch. Die Leitfäden liegen immer über den Knotfäden, auch bei der horizontalen Reihe, so auch bei der vertikalen. Und so machst du ungefähr 1 Zentimeter. Das hängt natürlich ab von deiner Fingergröße. Wenn du den Ringrohling mal anprobierst, sollte zwischen den beiden Ringbändern ein halber Zentimeter Platz sein, bevor du ihn schließt. Denn die Schlussknoten, die Verbindungsknoten, brauchen ungefähr einen halben Zentimeter Platz oder auch ein bisschen länger. Jetzt machst du dein Werkstück wieder los, drehst es herum und machst das Gleiche nach der anderen Seite. Hier ist es ein bisschen leichter zu erkennen, weil der Knotfaden eine andere Farbe hat. Der bordeauxrote Faden geht unter dem beigen durch, macht eine Schlinge und geht rein in die Schlinge. Der braune Faden wird stramm gehalten. Nochmal eine Schlinge rein und durch. Und so weiter. Du drehst deinen Ring auf links und steckst ihn fest. Biegst du die beiden Enden von deinem Ring zueinander. Der rechte Leitfaden von unten gehört zu dem rechten Leitfaden von oben. Und die beiden werden jetzt miteinander umknüpft. Du nimmst diesen Knotfaden, der zeigt jetzt nach rechts und tauscht unten drunter durch und knotet jetzt nach links. Dann geht auch diese Schlaufe nach links und das Fadenende geht in die Schlaufe. Du hältst diesen Leitfaden, der von oben kommt, stramm. Der andere, der liegt daneben. Du musst aufpassen, dass der hinten lang genug herausschaut. Einmal, nochmal eine Schlinge, zweimal. Jetzt legst du dieses Fadenende nach hinten. Dann musst du es nachher nicht mit der Nadel nach hinten ziehen. Zweiter Leitfaden, der von unten, der linke, wird dazugelegt. Du gehst mit deinem Knotfaden unter den beiden Leitfäden durch nach links, legst die Schlinge und gehst rein in die Schlinge. Zuziehen. Noch einmal eine Schlinge und rein in die Schlinge und zuziehen. Den Faden, der von unten kommt, den ziehe ich nach hinten. So, nächste Reihe. Jetzt gehe ich mit meinem Knotfaden wieder unter die beiden Leitfäden nach rechts und mache jetzt eine Reihe doppelte Halbschläge nach rechts. Also geht auch die Schlinge nach rechts.
Einmal, zweimal, Schlinge legen, einmal, und zweimal. Und wieder zurück auf die linke Seite, unten durch, eine Schlinge nach links legen, einmal, zweimal und nochmal unten durch. So, jetzt ziehst du an den gegenüberliegenden Leitfäden. Braun und Blau gehört zusammen. Du ziehst daran. Zack. Und Pink und Orange gehörten zusammen. So, jetzt kannst du mal probieren, ob er passt. Perfekt.